Willkommen zu diesem Erklärer. Heute entmystifizieren wir die Komplexität des deutschen Arbeitsrechts völlig. Egal, ob Sie ein erfahrener HR-Profi oder ein Gründer sind, der international skalieren möchte, es ist von entscheidender Bedeutung, den deutschen Mitarbeiterlebenszyklus zu verstehen. Wir werden dies in klare, umsetzbare Schritte unterteilen, um Ihnen die ultimative Compliance zu gewährleisten. Spielbuch. Lasst uns darauf eingehen. Erweitern Sie also Ihre Belegschaft nach Deutschland. Das ist die große Frage, die so viele internationale Arbeitgeber und Gründer beschäftigt. Sie sehen das enorme Marktpotenzial. Sie lieben die Infrastruktur. Aber Sie wissen auch, dass die Einstellung von Mitarbeitern in Europas größter Volkswirtschaft mit Folgendem verbunden ist. Ein ganz bestimmtes Regelwerk. Wie navigiert man eigentlich ohne diese Landschaft? Sie stolpern über schwerwiegende rechtliche Fallstricke. Das bringt uns direkt zur Kernspannung des Marktes. Einerseits verfügen Sie über diesen unglaublichen Pool an hochqualifizierten Talenten, der einfach in die Höhe schnellen kann, Ihr Unternehmen. Andererseits haben Sie es mit einigen der strengsten Arbeitsschutzgesetze zu tun. Auf dem Planeten? Standardmäßige kommerzielle Ansätze? Ja, Sie werden es hier einfach nicht schaffen. Jeder Vertrag, der Frist wird streng geprüft, um den Arbeitnehmer zu schützen. Dazu benötigen Sie eine grundsolide, konforme Strategie. Schützen Sie sowohl Ihr Unternehmen als auch Ihre neuen Mitarbeiter. Hier ist unsere Roadmap für heute. Erstens, Strukturierung, der Arbeitsvertrag. Zweitens, Arbeitszeiten und Prämien. Drittens, der deutsche Betriebsrat. Und viertens, Umgang mit Wettbewerbsverboten. Abschnitt 1, Gestaltung des Arbeitsvertrages. Der Händedruck. Lange Zeit waren deutsche Arbeitsverträge dafür berechtigt, dass sie einen Vertrag erforderten. Traditionelle handgerechte Signatur. Nasse Tinte, wie die Anwälte es nennen, gemäß Abschnitt 126 des Bürgerlichen Gesetzbuch. Ich meine, es ist verrückt, darüber nachzudenken, aber man musste buchstäblich physische Papiere zurückschicken. Aber zum Glück ändern sich die Dinge. Das 4. Deutsche Bürokratieentlastungsgesetz ist ein echtes Spielveränderer. Ab 2025 können Arbeitgeber endlich die sogenannte Textform nutzen. Das bedeutet, bei ihren standardmäßigen unbefristeten Verträgen benötigen sie nicht mehr unbedingt eine qualifizierte elektronische Signatur. Ein einfaches digitales Textformular, wie ein per E-Mail verschicktes PDF oder ein von Ihnen unterschriebenes Standarddokument, funktioniert jetzt. Es macht das Onboarding für globale Teams viel reibungsloser, aber warten Sie, denn dieser digitale Wandel ist es nicht universell. Hier muss man unglaublich vorsichtig sein. Es gibt einige große Ausnahmen, bei denen die strikte Schriftform, ja, tatsächliche Nasstinte ist weiterhin gesetzlich vorgeschrieben. Wir sprechen von einer befristeten Laufzeit. Verträge, nachvertragliches Wettbewerbsverbot sowie etwaige Kündigungen oder Entlassungen. Wenn du es einfach versuchst, wenn Sie für diese konkreten Aktionen eine E-Mail abschicken, ist die Vereinbarung grundsätzlich ungültig. Und vertrau mir, dies kann zu massiven Compliance-Risiken führen, wie etwa der versehentlichen Schaffung einer Festanstellung. Beziehung. Niemand will diese Überraschung. Nun, im Rahmen dieses rechtlich einwandfreien Vertrags sind Sie das auf jeden Fall. Ich werde eine Probestation wollen, was die deutsche Bezeichnung für eine Bewährungszeit ist. Es ist natürlich optional, aber sehr zu empfehlen. Dieser Testzeitraum kann bis zu 6 Monate dauern und bietet Ihnen einen echten Mehrwert. Wichtiges Fenster, um zu sehen, ob Ihr neuer Mitarbeiter zu Ihnen passt. Warum ist es so absolut entscheidend? Also, während dieses Zeitfensters von bis zu 6 Monaten verkürzt sich die Kündigungsfrist auf nur noch 2 Wochen. Aber sobald Sie diese 6-Monats-Marke überschreiten, greifen die üblichen gesetzlichen Kündigungsschutzmaßnahmen und die Trennung wird deutlich schwieriger. Abschnitt 2, Arbeitszeiten und Prämien, der Alltagsstrut. Okay, lass uns über das Zeitmanagement reden, denn die Leitplanken des Deutschen Arbeitszeitgesetzes sind streng. Die Regelarbeitswoche beträgt 40 Stunden. Aber schauen Sie sich diese absoluten Höchstwerte an. Mitarbeiter darf gesetzlich nicht mehr als 48 Stunden pro Woche arbeiten. Zeitraum. Und das tägliche Maximum beträgt 10 Stunden. Aber es gibt einen Haken. Sie können die 10-Stunden-Marke nur erreichen, wenn der Gesamtdurchschnitt wieder sinkt. Bis zu 8 Stunden pro Tag über einen Zeitraum von 6 Monaten.
Überstunden müssen sorgfältig erfasst werden. Du einfach kann keine unbegrenzten Stunden verlangen. Und das Ignorieren dieser Obergrenzen stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Vorschriften dar. Wie belohnen Sie also all die harte Arbeit, die über das Grundgehalt hinausgeht? Betreten Sie das berühmte deutsche Trio. Finanzielle Anreize. Nun sind diese normalerweise nicht gesetzlich vorgeschrieben, es sei denn, sie gehören einem Kollektiv an. Zustimmung, aber sie werden kulturell erwartet. Wenn Sie Top-Talente anziehen möchten, rund 54%. Der Unternehmen bieten ein Weihnachtsgeld an, etwa 40% bieten ein 13. Gehalt als Jahresendbelohnung an und noch einmal 40% Urlaubsbonus kurz vor den Sommerferien. Aber denken Sie daran, im Gegensatz zu einigen Nachbarländern sind alle diese Boni in Deutschland voll steuer- und steuerpflichtig. Standardsozialversicherungsbeiträge. Abschnitt 3, der deutsche Betriebsrat, die kollektive Stimme. Ich weiß, dass viele globale Arbeitgeber dazu neigen, den Betriebsrat als eine Art Hürde zu betrachten. Aber ehrlich gesagt ist es am besten, es in eine kollaborative Partnerschaft umzugestalten. Wie geht es einem eigentlich? Bilden? Es sind nur 3 Schritte erforderlich. Erstens benötigt das Unternehmen mindestens 5 qualifizierte Mitarbeiter. Zweitens, und das ist ein wichtiger Punkt, muss die Initiative vollständig von den Mitarbeitern ausgehen. Als Arbeitgeber sind sie gesetzlich zur völligen Neutralität verpflichtet. Keine Einmischung erlaubt. Schließlich werden die Mitglieder in geheimer Abstimmung gewählt. Sobald sie geformt sind, werden sie zu ihren Hauptpartner für Entscheidungen am Arbeitsplatz. Das Faszinierende ist die Kraft der Werke. Der Rat skaliert tatsächlich direkt mit ihrer Mitarbeiterzahl. Wenn Sie ein kleines Unternehmen mit 5 bis bei ca. 20 Mitarbeitern sind die Mitbestimmungsrechte stark eingeschränkt. Aber wenn Sie mittelgroß werden, Sie beginnen, sich in der Personalplanung und im Sozialwesen zu engagieren, bis Sie groß oder getroffen haben. Sehr großer Status. Der Rat verfügt über umfassende Rechte, die wichtige operative und sogar Auswirkungen haben. Strategische Entscheidungen, wie die Aushandlung von Sozialplänen bei Massenentlassungen. Verstehen, wie das geht? Skalen sind unerlässlich, damit Sie Ihre Managementstrategie proaktiv anpassen können, wenn Ihr Team wächst. Abschnitt 4. Navigieren zu Wettbewerbsverboten. Der Abschied, wenn ein Mitarbeiter irgendwann ausscheidet. Natürlich möchten Sie vielleicht verhindern, dass Sie mit Ihrem Handel direkt zu einem Konkurrenten übergehen. Geheimnisse. In Deutschland ist dieser gesamte Prozess im deutschen Handelsgesetzbuch verankert, das strenge Regelungen vorsieht, regelt Einschränkungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Man kann nicht einfach die Karriere einer Person pauschal verbieten. Es muss ein streng berechtigtes kommerzielles Interesse schützen. Und seine Herstellung unterliegt strengen Vorschriften. Stellen Sie sicher, dass es die berufliche Zukunft des Mitarbeiters nicht unangemessen beeinträchtigt. Der eigentliche juristische Begriff für das ist der Hammer für Tracklogisten, Veterinärbewerbenverbot. Versuchen Sie das dreimal schnell zu sagen. Im Wesentlichen handelt es sich um ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot. Die absolute goldene Regel hier ist die zeitliche Einschränkung. Nach deutschem Recht können Sie einem ehemaligen Mitarbeiter nicht mehr als einschränken. 2 Jahre nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Wenn der Entwurf länger dauert, wird er ausgeführt, kopfüber in rechtliche Schwierigkeiten geraten. Das bringt uns zum Kicker. 50% in vielen Ländern. Ein Wettbewerbsverbot ist nur ein Standard, den Sie kostenlos durchsetzen, oder? Nicht in Deutschland. Wenn Sie diese Einschränkung durchsetzen wollen, sind Sie gesetzlich verpflichtet, den ehemaligen Arbeitnehmer zu bezahlen. Mindestens 50% der letzten vertraglichen Leistungen für die gesamte Sperrfrist. Wenn Sie sie also 1 Jahr lang aussetzen, zahlen Sie die Hälfte Ihres vorherigen Pakets, nur um nicht dabei zu Markt. Es ist wild, aber es zwingt Arbeitgeber definitiv dazu, sehr strategisch darüber nachzudenken, wer das ist. Braucht eigentlich ein Wettbewerbsverbot. Also von der Bewältigung dieser neuen digitalen Vertragsregeln und strengen Arbeitsbedingungen, Stunden, um mit Betriebsräten zusammenzuarbeiten und Wettbewerbsverbote zu finanzieren, ist klar, der Lebenszyklus eines Mitarbeiters ist unglaublich strukturiert. Es schützt die Belegschaft absolut. Aber es auch bietet Unternehmen, die sich tatsächlich an die Regeln halten, eine enorme Vorhersehbarkeit. Ich überlasse es dir. Das hier zum Kauen.
Ist Ihre globale Lohn- und Gehaltsabrechnungs- und Compliance-Strategie wirklich bereit für den deutschen Markt? Standard. Werfen Sie einen genauen Blick auf Ihr Playbook und prüfen Sie Ihre Bereitschaft, bevor Sie das nächste große Projekt starten. Mieten. Vielen Dank, dass Sie sich mir für diesen Erklärer angeschlossen haben und lernen Sie weiter.